Ich habe mein Auto hier geparkt. Guten Tag. Wie lange stehen Sie hier? Ich weiß es nicht genau, vielleicht 3 Stunden. Hier dürfen Sie nur 2 Stunden parken. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das Schild steht dort vorne. Ja, ich sehe es jetzt. Es ist sehr wichtig, das Schild zu lesen. Ich dachte, ich kann hier länger bleiben. Nein, das ist eine Kurzparkzone. Was bedeutet Kurzparkzone? Das bedeutet, Sie dürfen nur eine bestimmte Zeit hier stehen. Und hier sind es 2 Stunden? Ja, genau 2 Stunden. Was passiert, wenn ich länger bleibe? Dann bekommen Sie ein Ticket. Ein Ticket? Ja, Sie müssen dann Geld bezahlen. Oh, das ist nicht gut. Haben Sie eine Parkscheibe? Nein, ich habe keine. Sie brauchen eine Parkscheibe. Was ist eine Parkscheibe? Das ist eine blaue Karte mit einer Uhr. Ah, ich habe so etwas schon gesehen. Ja, viele Leute haben das im Auto. Wo lege ich diese Karte hin? Sie legen sie vorne ins Auto, Wo genau vorne? hinter die Windschutzscheibe. Soll ich sie sichtbar legen? Ja, sie muss gut sichtbar sein. Was mache ich mit der Zeit? Sie stellen die Ankunftszeit ein. Zum Beispiel jetzt? Ja, wenn Sie jetzt ankommen, stellen Sie die Zeit auf jetzt. Und dann darf ich 2 Stunden bleiben? Ja, genau 2 Stunden. Und danach? Danach müssen Sie wegfahren. Kann ich die Zeit ändern? Nein, das dürfen Sie nicht. Also nur einmal einstellen? Ja, genau. Und wenn ich zurückkomme? Dann können Sie neu einstellen. Das ist interessant. Ja, das ist die Regel hier. Und wenn ich keine Karte habe? Dann ist das ein Problem. Wo kann ich diese Karte kaufen? In vielen Geschäften oder Tankstellen. Ist sie teuer? Nein, sie kostet nur ein paar Euro. Das ist gut. Ja, es ist einfach. Ich habe heute einen Fehler gemacht. Ja, aber jetzt wissen Sie es. Ja, jetzt verstehe ich alles besser. Das ist gut. Danke für die Erklärung. Gern geschehen. Ich werde das nächste Mal besser machen. Sehr gut. Ich gehe jetzt mein Auto holen. Ja, bitte machen Sie das. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich möchte hier auf die Toilette gehen. Ja, das ist möglich. Die Tür ist zu, ich kann nicht rein. Sie müssen zuerst bezahlen. Bezahlen? Warum? Das ist eine öffentliche Toilette. Ich habe das nicht gewusst. Viele Toiletten hier sind nicht kostenlos. Wie viel kostet das? Es kostet 50 Cent. Ah, ich habe nur eine Euro-Münze. Das ist kein Problem. Bekomme ich Geld zurück? Ja, Sie bekommen Wechselgeld. Wo kann ich bezahlen? Dort ist ein Automat neben der Tür. Ich sehe ihn jetzt. Sie werfen die Münze dort ein. Und dann geht die Tür auf? Ja, die Tür öffnet sich automatisch. Muss ich etwas drücken? Nein, nur die Münze einwerfen. Okay, ich versuche es jetzt. Ja, machen Sie das. Ich habe die Münze eingeworfen. Sehr gut. Oh, die Tür geht jetzt auf. Ja, genau so funktioniert es. Das ist einfach. Ja, es ist sehr einfach. Warum kostet das Geld? Die Reinigung kostet Geld. Ah, das verstehe ich. Es bleibt dann sauber? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, viele Menschen benutzen diese Toilette. Kann man hier auch mit Karte zahlen? Nein, hier nur Münzen. Okay, das ist gut zu wissen. Ja, besser immer Kleingeld haben. Das merke ich mir. Sehr gut. Danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Ich gehe jetzt rein.
Ja, bitte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Fahrkartenkontrolle, bitte. Ja, hier ist mein Ticket. Danke, ich schaue es mir an. Ist alles in Ordnung? Nein, dieses Ticket ist nicht gültig. Nicht gültig? Warum? Sie haben das Ticket nicht entwertet. Ich verstehe das nicht. Haben Sie die Maschine im Tram gesehen? Ja, ich habe eine Maschine gesehen. Das ist die Entwertungsmaschine. Was muss ich dort machen? Sie müssen das Ticket hineinstecken. Und dann? Die Maschine macht einen Stempel auf das Ticket. Ah, ich habe das nicht gemacht. Dann ist das Ticket nicht gültig. Ich dachte, es ist schon gültig. Nein, ohne Stempel ist es nicht erlaubt. Oh, das ist mein Fehler. Ja, das ist sehr wichtig hier. Wo ist die Maschine genau? Dort vorne im Tram, neben der Tür. Ich sehe sie jetzt. Ja, genau dort. Kann ich das jetzt noch machen? Nein, jetzt ist es zu spät. Oh, das ist schlecht. Ja, Sie müssen das immer am Anfang machen. Also direkt nach dem Einsteigen? Ja, genau beim Einsteigen. Okay, das merke ich mir. Gut, das ist wichtig für alle Fahrgäste. Bekomme ich jetzt ein Problem? Ja, Sie müssen eine Strafe zahlen. Oh nein, wirklich? Ja, weil das Ticket nicht gültig ist. Ich verstehe jetzt den Grund. Das ist gut. Ich werde es nächstes Mal richtig machen. Sehr gut. Danke für die Erklärung. Gern geschehen. Ich gehe jetzt zur Maschine und schaue sie an. Ja, machen Sie das. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mein Fahrrad hat ein Problem. Was ist passiert? Der Reifen ist ganz weich. Dann ist wahrscheinlich keine Luft drin. Ja, ich glaube auch. Hier ist eine Luftpumpe. Ich sehe sie, aber ich weiß nicht, wie sie funktioniert. Kein Problem, ich zeige es dir. Das ist gut, danke. Nimm zuerst den Schlauch. Okay, ich nehme den Schlauch. Jetzt schau auf das Ventil am Reifen. Ja, ich sehe das Ventil. Stecke den Schlauch auf das Ventil. So? Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Muss ich etwas festmachen? Ja, drücke den Hebel nach unten. Okay, ich drücke den Hebel. Sehr gut, jetzt ist es fest. Und jetzt? Jetzt kannst du Luft pumpen. Wie mache ich das? Drücke den Griff nach unten und ziehe ihn wieder hoch. Also hoch und runter? Ja, genau, immer wieder. Ich mache das jetzt. Sehr gut, mach weiter. Der Reifen wird langsam hart. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Wie lange muss ich pumpen? Bis der Reifen fest ist. Ich fühle jetzt, er ist schon besser. Ja, prüfe mit der Hand. Ja, jetzt ist er hart. Dann kannst du stoppen. Soll ich den Schlauch jetzt abmachen? Ja, ziehe ihn vorsichtig ab. Okay, ich mache das. Sehr gut. Jetzt ist mein Fahrrad wieder okay. Ja, jetzt kannst du fahren. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Das war sehr einfach. Ja, du kannst es jetzt alleine machen. Ja, das mache ich nächstes Mal. Sehr gut. Ich fahre jetzt weiter. Gute Fahrt. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Entschuldigung, was machen Sie da? Ich werfe meinen Müll weg. Das ist nicht richtig. Warum nicht? Sie haben alles zusammen in eine Tonne geworfen. Ja, ist das ein Problem? Ja, hier muss man den Müll trennen. Trennen? Ich verstehe das nicht. Es gibt verschiedene Tonnen für verschiedene Sachen. Welche Tonnen gibt es? Es gibt Papier, Plastik und Restmüll. Ah,
Ich habe alles zusammen. Das ist nicht gut. Was ist Papier? Papier sind Zeitungen, Kartons und Bücher. Und Plastik? Plastik sind Flaschen, Verpackungen und Tüten. Und der Rest? Das ist Restmüll, also alles andere. Ich habe eine Plastikflasche hier. Dann gehört sie in die gelbe Tonne. Und diese Zeitung? Die gehört in die blaue Tonne. Und dieses Essen? Das ist Restmüll. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, das ist sehr wichtig hier, Warum ist das wichtig? damit man Müll recyceln kann. Was bedeutet recyceln? Man benutzt die Materialien wieder. Das ist gut für die Umwelt. Ja, genau. Ich habe das vorher nicht gewusst. Das ist okay, jetzt wissen Sie es. Ich werde meinen Müll jetzt richtig trennen. Sehr gut. Ich nehme die Flasche und gehe zur gelben Tonne. Ja, genau. Und die Zeitung zur blauen Tonne. Richtig. Und den Rest in die andere Tonne. Perfekt. Danke für die Erklärung. Gern geschehen. Ich werde das jetzt immer so machen. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Parken. Stehen. Sehen. Lesen. Bleiben. Erklären. Bedeuten. Bekommen. Bezahlen. Brauchen. Haben. Legen. Stellen. Ankommen. Wegfahren. Ändern. Zurückkommen. Kaufen. Kosten. Wissen. Verstehen. Gehen. Holen. Zeigen. Prüfen. If this video helped you subscribe, hit the like button and comment for daily German stories.